Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal sind wir wieder nach Sabel Izolle gekommen und ich habe ein bisschen viel Zeit im Dualisierbuch verschwendet. Weil das der Fall war, sage ich, machen wir mit der Story jetzt weiter. Auf und davon. So ziemlich jetzt. Mr. President? Ah, excellent. You've returned from your Finden excursion. We came here as soon as we could. Mr. President, we have a personal letter for you from Chancellor Eigen. I see. So King Richard is involved with the incident at World's Eye. I'm sorry, Mr. President. We weren't strong enough to stop him. Don't apologize. This matter goes far beyond mere strength of arms. It's time for the people of this world to come together and face their common enemy. And it seems Chancellor Eigen feels the same. We had a second reason for coming to Sabel Izolle, sir. We are searching for the lost archive of the Amarcians. Lost Archive? Yes, sir. The Overseer said we would find it here. We thought it might be located in the research tower. And this archive contains information that will help in our struggle against King Richard. We believe so, sir. We discovered ruins in the deepest part of the tower that appear to be of Amarcian origin. However, they are protected by a series of complex security mechanisms, so we have been unable to examine them closely. Security mechanisms, huh? I might be able to jigger them open, but I won't know until I try. Mr. President, will you allow us to investigate these ruins? Yes, of course. The tower is yours. However, as this is a matter of state security, I must insist that we accompany you. Is this acceptable? Of course, Mr. President. Oh, I'm sorry, Captain. Please, don't worry. The fault is mine. But how did you know it was me who bumped into you? Your body is rugged. I knew right away. Can you recognize everyone that way? Yes, except everyone is different. But I know when they're around by their scent, their voice, and the sound of their footsteps. Oh, how do you know it's me, Sophie? Perhaps when you're around, Sophie feels an instinctual urge to run away. Oh, that's totally not true. No, of course not. You're always very warm to everyone, Pascal. So even when you're far away, I know it's you. Sophie! Oh. Pascal? Well, it's a good thing Sophie can't see you now. Shut up, Captain! Ich möchte anmerken, wie können die in diesem verdammten Turm neue Ruinen entdecken? Kommt schon, man sieht, dass das Ding auf was anderem gebaut ist. Ah ja, das waren immer dieses... Kürzlich haben wir entdeckt. Ja, nee, ist klar. Im Future Arc werdet ihr auch noch eine Sache sehen, wo ich mir denke, so, what? Aber auch im... Ihr erinnert euch an das Valkyries in Strata, an Duplima. Wir haben Ruinen entdeckt, die ja martialischen Ursprungs sind. No shit, Sherlock, die sind überall drum herum. Ich meine ja nur. Ich hoffe, das liegt nur an Übersetzungsfehlern, ansonsten ist es ein bisschen, naja. Und ja, wir haben diese Ruinen kürzlich entdeckt. Es ist ja nur ein auffälliger Aufzug, der hier runterführt, und hier ist eine Tür, die ohne Probleme aufgeht, wohlgemerkt. Das Einzige, was sie nicht erforschen konnten, ist das hier drinnen, und das ist nicht mal groß.
So this is the Amarcian's other archive, huh? It looks just like the machines we saw earlier. In that case, I should be able to whack this into shape in a jiffy. Astounding. It's amazing that a device so old still functions. And that a single girl could so easily crack the security which had confounded our brightest scientists. Okay, let's see. Fodra. Fodra. Oh, yeah, that's gonna be a problem. What is it? Well, I found a route to Fodra, but I'm not sure it'll work. Also, it's kinda super dangerous. First, we need to find this flying shuttle that's designed to travel through the aquasphere. But apparently it can't just ploop on through on its own. It seems like there's another piece to the puzzle. Hold on, what's the aquasphere? It's this giant, like, membrane of water in the sky that covers our entire world. Are you saying there's an ocean in the sky? Is there anything in there about how to cross this barrier? Well, it seems like the ancient Amarcians were planning on just busting open a hole for the shuttle to pass through. They were working on a method that involved firing rays of intense heat at the aquasphere right before the shuttle would have launched. In theory, the rays would have burned a hole in the barrier and allowed the shuttle to break through. So flying straight up won't work. What if we came in at an angle instead? Oh, yeah! We can just use centrifugal force to increase the shuttle's natural thrust! This will totally work! I mean, I'm mostly positive it will totally work. Pretty much. It's worth a shot. Besides, we're used to beating the odds by now. Okay! So first, we need to check the shuttle and see if it can still fly. Where is it exactly? Right next to your hometown! Isn't that weird? Apparently, there's an entrance in the seaside cavern in northern Lont. Perfect. Let's make for the seaside cavern at once. Right. If we return to port, we can hire a ship that will take us to Lont. That'll be the fastest way to reach the cavern. Did you hear that, Sophie? You're going to be okay. Thank you, Asbel. Just hang in there. Ja, und das war's. Hier machen wir nicht. Mehr nicht. Und ja, ein Meer im Himmel. Wo hatten wir schon mal... Wo gibt es ein Meer im Himmel? Skype hier. Aber ja... Das ist hiermit nicht gemeint. Aber ja. Ist ja schön, wie viel die über ihre eigene Welt wissen. Auch nicht mehr als wir über unsere Welt, aber who cares. Sir, we just received an urgent message from Ray. The fleet we sent to investigate World's Eye is under attack. Who would be attacking us now? Windor? No, sir. Apparently it's a group of monsters based on the island itself. What? What's the current status of the fleet? They've sustained heavy damage, sir, and were forced to retreat back to the harbor. I will see them at once. I'd like to hear their story for myself. We should get back to Ray as well. Is it possible these monsters from World's Eye are somehow... Connected to Richard? It's not an unreasonable assumption. But finding a cure for Sophie comes first. Definitely. So, what do you know about this seaside cavern we're headed to? When we used the cavern to infiltrate the Fendolian camp a while back, we had to swim through a lot of flooded areas.
Oh yeah? Then I guess our clothes are gonna get wet. Yeah, when Sherry went through the first time. To be so young that mere memories make you blush. Captain, don't make fun of us. Okay, und dieses Mal nehmen wir den Turtles zurück. Aber immer noch. Da, ja, guckt, guckt. Man sieht die Ruinen von außen. Und so viele Gebiete, wo wir gar nicht hinkommen. Ich meine, guck mal hier die Brücken und so. Das ist alles nur Deko. Wir kommen da niemals hin. Irgendwas, was ich dir abgeben kann. Ja, eine wirbelnde Muschelschale. Oh, die Sidequest ist auch verfügbar. Okay, später. Ja. Warum lade ich beim Turtles auf? Egal, auf nach... Ja, ich sehe auch so bekloppt aus und geht da jetzt hin. Ne, noch lange nicht. Endgame, Leute, Endgame. Wenn wir eine Sidequest machen wollen, muss ich da durch. Are the reports of monsters originating from World's Eye true? Yes, sir. The moment we approached, they just came pouring out of that huge cocoon thing. We tried to stand and fight, but we were terribly outnumbered. To stay would have meant the loss of the fleet, and so the order was given to fall back. Even now, the monsters continue to spread across the seas. We've had numerous reports of attacks on civilian vessels. We should restrict sea travel at once. Perhaps this is part of King Richard's plan, and he thinks to conquer the world with a fantastic army of monsters. No, this can't be. Attend to the wounded, and get me estimates on the damage. Then gather every man who can wield iron and get them on ships. We must not let these monsters reach land. Sir, yes, sir. It seems sailing to Lond is out of the question. This isn't good. We don't have time to spare. Not to worry. I'll see that one of our ships gets you to your destination. Thank you, Mr. President. Come see me when you're ready to leave. Ja, wir sind soweit bereit, also los geht's. Ja, wir kommen jetzt nur nach Hafen Südwellanik. So, und das war die Bestätigung. Wir kommen jetzt nicht mehr mit dem Schiff woanders hin. Also, des Himmels andere Seite. Hang in there, Sophie. I'm okay. Hey, do you really think this Fodra place could exist on the other side of the sky? It certainly does sound like a fool's errand. And yet it's an errand we have no choice but to undertake. The ancient Amarcians totally knew this day would come. That's why they left a method for us to reach Fodra. Yes, when you say that, it almost feels possible. Like it's our destiny. Yeah, I agree. All we can do at this point is just believe in ourselves and move forward. We can't afford to sit around and do nothing. So just hang in there, Sophie. I know you'll be okay. Das hier ist nicht Tales of Destiny. Sprich, es ist nicht euer Schicksal. Aber ja, Namenserklärung. Mal an euch. Wisst ihr, woher die ganzen Namen der Tales-Spiele kommen? Es ist, wenn man es weiß, gar nicht so schwer zu erraten, aber
Also nicht schwer in Erfahrung zu bringen, aber also bei den meisten ist es wirklich einfach, aber ein paar sind wirklich so, what? Und hier, wir haben neue Gegner, genannt Fragezeichen. Toll, oder? Das sind Nova-Monster. Nova-Monster sind unsere größten Freunde. So und so. I can't believe our baby Hubert got so strong. Please don't mention my past in front of everyone. Nein, Hubert. Das wird nix. Aber ja, es gibt noch ein anderes, was ich eigentlich euch noch zeigen will. Die verschwinden zwar nicht mehr, aber ich will es ja lieber mal zeigen, bevor es soweit ist. Und die ganze Zeit im Hintergrund Fury Sparks. Ich mag dieses Kampfteam. Oh, Lehmklumpen hergestellt. Gut. Dann gucken wir mal, was brauchen wir denn für Kantrella alles. Da, Kantrella. Geheimer Samen und mörderische Nadeln. Mörderische Nadeln haben wir 4 und jetzt noch der geheime Samen. Wie viele haben wir davon? Kein einzigen. Okay, rein mit dir. Damit wärst du aber auch überflüssig. Das andere. Kaiserliches Abzeichen. Ja, den kann ich jetzt machen. Die halt die Kantrella. Kaiserliches Ei. Habe ich ein kaiserliches Ei? Wenn ja, kann ich beim nächsten Turtles alles machen mal. Der nächste Turtles ist in Velanik. Na, keine Zeit für Umwege, war klar. Ah, der andere. Das andere Auge war... Andere Monster wird auch nur mit Fragezeichen betitelt. Ist ein Auge. Warte mal, ich habe doch mittlerweile Diabolic Rage gelernt. Einfach weil. Oh, und ich habe gerade gesehen, ich habe Lotus Aureole gelernt. Bedeutet, ihr seht, wie oft ich das Art eingesetzt habe. Ich finde es einfach genial. Infernal Torrent? Nein. Diabolic Rage. Ich kann mich erinnern, dass ich Diabolic Rage mochte. Probieren wir es aus. Ja, ich mag's definitiv. Und jetzt zur Lotus Aureole. Okay, Cheria, sag doch, dass du dein drittes Mystic Art gelernt hast. Und tschüss, schlafende Blüte. Sonst noch irgendjemand einen Mystic Art, das er nicht können soll? Okay, nochmal. Wir porten uns nämlich nochmal als kurzes... Ja, dann im nächsten Kampf. Ist egal, Espo. Aber ja, beim nächsten Turtles-Händler kann ich dann gucken, wie weit ich schon herstellen kann. Müsste ja bald einer kommen. Schneefall lässt nach. Kein Skit für uns hier. Und die Soldaten lassen uns einfach durch. Ist doch schön.
Und jetzt können wir einfach so durch die Grenzfeste laufen. Asbel, Lord Hubert, what were you doing in Fendel? We had heard you set off for Strata. I don't see any Fendel soldiers here. That's because they're gone. Just up and vanished one day without a trace. We figured they were up to something, so everyone's been on edge. The situation has changed. Our countries can't afford to fight each other right now. The three Valkanists have been completely drained of Elith. Our countries have come together in an attempt to resolve the crisis. Please, you must let us pass. Yes, of course. Ach ja, Cutscenes sind random. Aber somit ist jetzt auch Ding jetzt dabei. Erstmal einen Mixer aufladen, auch wenn es noch wenig ist. Gefährliche Flüssigkeit, Lehm. Nein. Lehmklumpen. Bizarra-Klumpen, danke. Bizarra-Klumpen, Plüschprinz. Ich habe die anderen Sachen vergessen. Seltenes Metall. Kaiserliches Abzeichen. Plüsch Estelle. Brauche ich auch nicht mehr. Bedeutet, ich brauche nur noch geheimen Samen. Okay. Dann haben wir ja fast alle von den Ennersphäre. Und Diosphäre. Kein Skit für uns hier. Mal sehen, wo ist der nächste Skit? Ja, okay, da erst. Dann auf in die Seaside Cavern. Wie lange geht der Part schon? Oh, wir sind drüber hinaus. Okay. Dann würde ich hier an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder in die Seaside Cavern geht. Tschüss, Leute.